Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom QS-Tag 2024 mitgebracht. Bei mir zu Gast Ursula Beiersdorf. Sie kümmert sich um das Thema Testen im Enterprise-Umfeld und genau darüber haben wir uns unterhalten. Denn bei großen konfigurierbaren Systemen muss man schon überlegen, was man da wirklich wo wie testen kann. Welche Daten man braucht, welche Umgebungen, welche Konfigurationen und wer was wann wo wie testet. Sie zeigt uns heute, wie das im Enterprise-Umfeld aussehen kann. Und wer tiefer in diese Materie einsteigen möchte, der sollte auf jeden Fall auch ihre Podcast-Serie Testschnack hören. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Ursula, schön, dass du da bist. Ja, hallo Richie, schön, dass es klappt. Ja, finde ich auch. Wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen, sind jetzt hier auf dem QS-Tag 2024 in Frankfurt. Tolle Veranstaltung, bin immer wieder gerne hier. Und du hast morgen deinen Vortrag, glaube ich? Ganz genau, morgen als letzte quasi. Ich hoffe, es sind noch welche da bei den langen Rückreisen, die man hier teilweise hat. Das glaube ich schon. Ne? Das ist also, QS-Tag merke ich ja schon, da bleibt man schon bis zum Schluss. Da gibt es ja noch eine gute Keynote auch, die den Rahmen dann so mal wieder einfasst. Dann wird dann das schon klappen. Vorneweg, du hast ja selber auch einen Podcast eine Zeit lang aufgenommen. Genau. Und bist den also Testschnack. Der Testschnack. Eine dumme Wahl des Wortes ist schwer auszusprechen. Ja. Testschnack. Ja. Aber ich komme ja aus Hamburg und da wollte ich irgendwie was Norddeutsches daraus machen. Ja. Und genau. Und da habe ich mich ausschließlich mit dem Testen von großen Systemen beschäftigt. Ja. Also ich bin so ein bisschen alt genug, um nicht mit Agil groß geworden zu sein. Und habe für mich oft so gedacht, was da in so einem kleinen Team passiert, das ist doch überhaupt nicht spannend genug. Ich will das, wie das alles zusammenarbeitet, verstehen. Ja. Und dann kommt man natürlich endgültig irgendwann bei den großen Systemen an und wie alles zusammenpasst. Integrationstests. Ja, und da sind wir auch schon mitten im Thema. Ne? Das führt quasi genau in diese Folge jetzt auch, es soll um Enterprise-Testing gehen. Sag mal, was heißt denn das für dich? Ich glaube, das ist für viele so ein wolkiger Begriff. Ja. Es ist auch sicherlich ein Begriff, den ich jetzt einmal für mich selber definiere. Ja, sehr gut. Also für mich ist der Unterschied zu dem Testen in eben nicht Enterprise-Testen ist der Fokus auf meistens gekaufte Systeme, die man irgendwie gecustomized hat und die eben eigentlich schon das Unternehmen abbilden sollen. Ich meine, SAP ist natürlich die Enterprise Resource System, das spricht da schon dafür. Aber es gibt tatsächlich noch sehr viel mehr solche Systeme. Also ich habe tatsächlich meine Karriere in dem Bereich begonnen mit Systemen für Sozialhilfe, die eigentlich auch sehr ähnlich sind für sehr große Userschaft. Ein vorkonfiguriertes System, was für die Städte eben dann noch lokal angepasst werden musste. Und da habe ich dann gelernt, was für Überraschungen man haben kann, wenn man nur mal eben was konfiguriert. Ja. Und das ist das, was ich so gespürt habe, ist, dass viele Leute das gar nicht ernst nehmen, dass Konfigurieren auch ganz böse Nebeneffekte haben kann. Ja. Und dieser Satz von, das wird in dem ersten Fall SAP doch wohl getestet haben, einfach mal nicht immer zutrifft. Also es gibt schon Stellen, ich glaube, das ist gut getestete Software als solches, aber eben man hat genügend Eingriffsmöglichkeiten und man hat genügend Abhängigkeiten noch wiederum zu außerhalb von SAP. Das ist da ja auch sehr gerade großartig, also diese ganzen Schnittstellen von und zu SAP. Das ist eine Komplexität, die das Standard-agile Team nicht hat. Ja. Und die Komplexität steht daher vor allen Dingen in der Zusammenarbeit. Ja. Das ist ja genau das Problem, was wir da hauptsächlich haben. Ja. Wie kriege ich die Leute an den Tisch, die mitreden müssten? Ja. Und ich glaube, es ist ja also etwas, was wenig gesehen wird im Vorfeld. Ne? Man hat, glaube ich, so oft das Bild in Unternehmen, das ist ja eine Standardsoftware, dann mache ich so ein bisschen meine Anpassungen und dann läuft das Ganze. Ne? Aber dass da eben auch viel geprüft werden muss oder viele Abhängigkeiten, das taucht, glaube ich, dann erst relativ spät im Prozess auf. Ne? Ja, also eigentlich ist das SAP, gerade SAP, bleibe ich jetzt mal dabei, weil es das bekannteste Beispiel ist, ist ja durchaus berüchtigt dafür, dass die früheren Versionen quasi als Entwicklungsumgebung genutzt wurden und man eigentlich ganz normale Softwareentwicklung damit aber gemacht hat. Ja. Und insofern eigentlich die ganz normalen Tricks und Fähigkeiten des Testens eigentlich alle hätte können müssen, weil das ganz normale Softwareentwicklung war. Ja. Insgesamt geht die Entwicklung ja schon zu Fit to Standard, heißt das, dass man dann eben sehr gekapselte Änderungen nur macht. Kommt ja natürlich dem Testen auch entgegen, dass man das gekapselte Neue dann ja auch gut separat erstmal testen kann im Einzelnen und erst später im Zusammenhang. Aber eben für mich der große Unterschied nochmal, der liegt wirklich darin, dass eigentlich immer der Fokus auf den Effekt der Änderung ist. Also nicht die lokale Änderung, der funktionale Test der lokalen Änderung ist meistens, ehrlich gesagt, wirklich unwichtig. Ja. Das kann der Entwickler oder der Konfigurator in der Regel recht gut selber. Da muss man
dürfen jetzt meine Kollegen nicht hören, eigentlich keinen Testfall für schreiben, ehrlich gesagt. Aber in dem Moment, wo man irgendwie nach links und rechts guckt, wie wirkt sich dieser Parameter aus? Und dann gibt es auch Menschen, die sagen, SAP ist eine große globale Variable. Da hängt viel mit vielem zusammen. Ja. Und diesen Blick darauf zu haben, das ist einerseits der Horror, aber andererseits auch das Faszinierende für mich an diesem Enterprise-Testing. So dieses Gefühl dafür zu kriegen, okay, wo könnte ein Impact sein? Gefühl oder manchmal auch Wissen. Gibt es auch Tools für, dass man es wissen kann, manchmal auch. Ne? Das ist das eine. Und der andere ganz große Unterschied zu dem Testen im agilen Team ist, dass ich in der Regel gar keine Tester habe. Ne? Ich habe da Menschen, die ganz viele Aufgaben haben, ich nenne das immer Enterprise-Tester, die großartig ihren Job machen, die ihr Business kennen, aber von Testen keine Ahnung haben. Also es sind meistens Fachleute, die eigentlich die Anwender sind von der Anwendung dann, ne? Und wenn die 10 Jahre benutzt haben, dann wissen sie, wo die blöden Stellen sind, dann gucken sie da drauf. Also erfahrungsbasiertes Testen könnte man das vielleicht nennen. Aber wenn dann irgendwie das System sich größer ändert, also stärkere Änderungen sind, dann sind die aufgeschmissen. Die haben wirklich nicht das Handwerkszeug dann. Und das ist für mich einer der ganz großen Unterschiede, dass die sich dann sehr, meistens ohne dass man ihnen hilft, sich daran robben müssen, das trotzdem zu testen. Bleiben wir mal bei diesen Testern. Was sind denn da so, wenn du in dem Bereich tätig bist, ne? Wie hilfst du denn denen oder wie baust du das auf, damit die gut ihren Job machen können in der Gemengelage? Tatsächlich haben wir mittlerweile gelernt, dass das Einzige, was wirklich hilft, ist, im kleinen Testerdenken beizubringen. Meistens auch in ganz abstrusen Beispielen. Also ich war der berühmte, wie teste ich einen Kugelschreiber, das ist zu abstrakt für die dann meistens. Aber ich kann dann oft irgendwie eine User-Story von denen, ich sage, schreib du mal deinen Testfall und dann lass mich mal. Und dann nehme ich denen das auseinander. Erstens sind die Akzeptanzkriterien nie ausführlich genug. Also das kommt schon mal gar nicht vor. Und dann einfach mal grundsätzlich zu denken, was kann kaputt gehen. Ist nicht die Denke, die man hat, wenn man im Business eigentlich lernt, drum rumzulaufen um die Pfütze. Ne? Ich springe mit beiden Füßen rein und freue mich. Und die haben gelernt, um die Pfütze drum rumzurennen. Und das kann man oft an einzelnen User-Stories, die vielleicht denen auch ganz wichtig sind, schon relativ schnell feststellen, dass die dann denken, hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Aber wenn ich die da gewonnen habe, dann kann ich irgendwann kommen mit und Testfallmethoden, Entwurfsmethoden oder irgendwie was kommen. Ne? Das ist aber echt 3 Schritte später. Der erste Schritt ist es gibt was anderes als den Happy Path zu testen. Okay. Und es macht natürlich auch Sinn, das zu testen. Ne? Ich glaube, das ist ja auch muss man machen, klar, aber nicht nur. Genau. Und wie tief gehst du denn in diese Testmethodiken mit denen rein? Also die sind natürlich, die haben ja schon Overload durch ihren tägliches Business. Wie findest du denn da das richtige Level? Also tatsächlich bieten wir sind ein Team von Leuten, die da versuchen zu helfen, haben wir irgendwann versucht, die Komplexität in der Ansprache zu reduzieren, indem wir sozusagen sowas wie Produkte machen. Also wir sagen für Leute, die echt nur mal eben eine User-Story testen müssen, gibt es das kleine Paket. Ne, für die Leute, die irgendwie ernsthaft integrativ testen, gibt es ein größeres Paket mit Testmanagement, mit Testtool-Nutzung und. Und dann gibt es irgendwie die optimierende Version, wo man dann anfängt, mal das zu machen, was andere Leute immer schon gemacht haben, mit Pipelines und hast du nicht gesehen. Ne? So sind wir oft weit weg von, weil es auch nicht nötig ist, oft genug. Ne? So, aber oft ist es so, dass die Leute dann sagen, ich brauche nur das kleine Paket und dann ziemlich schnell feststellen, dass sie damit halt nicht beliebig weit kommen. Aber was unsere wichtigste Erfahrung ist, dass wir nichts gewinnen, wenn wir nicht die Leute da abholen, wo sie sind. Ich meine, das wird jeder als Allgemeinplatz sofort bestätigen, ne? Ist aber auch wirklich so. Und diese Überzeugungsarbeit, dass es wichtig ist, also das Warum, also Change Management, Organizational Change Management, ist tatsächlich der größte Teil meiner Arbeit zurzeit. Und irgendwann dann Methoden beizubringen oder festzustellen, wir haben hier einen kritischen Bereich, lass uns einen Tester dazu holen, der das kann. Ne? Gegen Geld eventuell irgendwo einen Berater mit dazu holen oder so, jemand, der wirklich weiß, wie das geht. Das ist dann oft erst ein sehr viel späterer Schritt. Und dann hoffen die, dass sie die Testfälle aufgeschrieben kriegen, die sie dann ausführen können. Ne? Wie essentiell ist denn das Tooling in dem Fall? Ne? Also ich habe so ein bisschen das Vorurteil, die wollen am liebsten mit Excel arbeiten. Also, bis vor 3 Jahren haben sie das auch gemacht. Also, aber nutzen Sie jetzt auch ein Testmanagement-Tool bei euch? Oder kriegt ihr die dahin? Wir versuchen X-Ray einzuführen, und im Rahmen, wir haben so ein ganz großes Transformationsprogramm. In dem Rahmen ist es auch Pflicht.
Aber so für die Bestandssoftware und so haben wir jetzt gesagt, komm, das wird im Laufe der nächsten 5, 6 Jahre sowieso aussterben. Akzeptieren wir jetzt mal, dass es auch noch Excel gibt. Ja. Wir haben die ersten Leute, die dann freiwillig gekommen sind, dann gesagt haben, ach, eigentlich ist das doof mit dem Excel, ich mache das viel lieber mit X-Ray. Ja. Also als sie über den Teil, wo sie müssen, haben sie dann den Nutzen schätzen gelernt, zu verstehen, wo bin ich gerade. Ja. Ne? Strukturen beim Testfall ablegen, durch verschiedene Menschen ausführen. Also die Testmanagement-Sachen sind irgendwie einfacher. Das stellt man dann irgendwann auch fest. Ja. Also wir haben das relativ radikal eingeführt, weil auch zeitgleich bei uns die Jira-Nutzung verpflichtend wurde. Dann haben wir gesagt, also dann machen wir das zusammen. Davor war eben vieles so, ja, mach halt, wie es für dich passt. Ja, verstehe. Und also das eine ist ja die Erfassung der Testfälle und das ganze Management. Dann geht es ja auch bei der Durchführung und auch die Fehlerprotokollierung. Was sind denn da so eure Erfahrungen, wie das gut funktioniert? Oder, also klappt das mit dem Tooling oder ist das eher so, geht man dann schnell zum Entwickler oder zum Konfigurator und lässt es anpassen? Oder? Ja, das sind auch wieder Gewohnheiten, die man gerade im Enterprise-Bereich hat. Da hat man, viele von denen kennen ihren ITler und sagen, ey, mach das mal eben heile. Ja. Und dann haben wir für uns auch gesagt, okay, Fehler, die so klein sind, dass die auf dieser Hey Joe-Ebene gelöst werden können, macht es halt. Ja. Hey Joe-Ebene finde ich super. Aber wenn in dem Moment, wo du das nicht sofort gelöst kriegst oder gar nicht weißt, wen du ansprechen sollst, schreib bitte einen Defekt auf. Ja. Das ist ein großes Learning. Ja. Wir haben aber jetzt auch die ersten Projekte gehabt, also wir haben ein riesengroßes Programm, die ersten Projekte sind jetzt live gegangen, wo wir das dann auch durchgezogen, aber auch unterstützt haben natürlich, dann muss man auch erstmal lernen, so ein Defektmanagement, wo wir dann hinterher die Defekte mal ausgewertet haben. Und das war schon ganz interessant, weil wir die kategorisieren konnten da waren die Tester nicht vernünftig ausgebildet, da waren nur die Rechte nicht, habt ihr vergessen vorzubereiten vernünftig, muss man einfach mal so sagen. Das hättet ihr wirklich im funktionalen Test locker schon testen können, dann wärt ihr jetzt nicht aufgehalten worden. Ja. Bis hin zu, das sind echte Integrationsfehler. Einfach nur die 4 Kategorien haben tatsächlich doch, also das Team hat selber in der Retro dann gesagt, wow, wenn du das so aufmalst, das ist schon ganz spannend. Und die haben halt natürlich dann Werbung für uns machen lassen. Dass die sagten, das ist ja tatsächlich schon ein Erkenntnisgewinn. Ja. Das nächste Mal mache ich das mit den Rechten besser vorher, zum Beispiel. Weil das die Tester verärgert hat. Und das war nämlich das ist besonders schlimm. Wenn man Tester ärgert, die sowieso keine Zeit haben, hat man alles verloren. Ja, genau. Das ist ja, da ist ein Vertrauensbruch dann auch da. Der ist ja wieder schwer, auch wieder zu kitten dann irgendwo. Ne? Und ich finde das auch super, wenn ihr das so konkret macht. Ne? Also diese 4 Kategorien sind ja auch sehr konkret, mit denen man dann weiterarbeiten kann und nicht irgendwie so abstrakte Gründe, die dann wieder irgendwo versanden. Ne? Und klar und einfach. Also wenn ich instinktiv würde ich wahrscheinlich 25 Kategorien anlegen oder so, aber brauche ich nicht. Muss ich nicht machen. Ja. Aber für mich ist das schon manchmal, das ist für mich ein gutes Beispiel. Bevor ich jetzt in meiner aktuellen Rolle war ich eben ja in vielen anderen Projekten schon tätig, wo eben auch Defect Management sehr viel mehr sophisticated gemacht wurde. Und wenn ich hier die KI-Vorträge höre, war schon vor 6 Jahren hier ein Vortrag darüber, dass man Defekte so toll auswerten könnte und dann die Fehlerquellen mal ernsthaft suchen könnte und so weiter. Ne? So was machen wir nicht. Ja. Und das ist so ein bisschen, denkt man manchmal, das wird einem vielleicht das Leben vereinfachen. Wo fängt man an? Mit dem heißen Scheiß ist das nicht mehr, ne? Aber KI-basiert wäre es dann heißer Scheiß. Ja. Mit dem heißen Scheiß, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ohne meine Leute zu überfordern. Ja. Und wenn ich sage, dein Podcast ist für mich immer so eine Mini-Konferenz, weil lauter Vorträge von Konferenzen sind. Und wenn ich mir das so anhöre, denke ich immer, das ist eine Anregung wie auf einer Konferenz. Finde ich immer sehr schön. Aber das ist oft dann so, denke ich, das ist zu komplex, um das in meinem Enterprise-Kontext einzuführen. Also was ist so mit der Spritze, wo ich so einen sanften, wie so einen Booster machen kann, ne? So eine Falte ein bisschen auf. Dass man sich gut fühlt hinterher, aber irgendwie einen Unterschied gemacht hat. Und das finde ich ausgesprochen schwierig. Ich finde, das wächst auch nicht wirklich zusammen. Also natürlich suchen wir auch Hilfe bei anderen Menschen in ähnlichen Rollen. In Hamburg gibt es da ja einige Unternehmen, die solche Probleme zu lösen haben. Und wir haben eigentlich alle die gleichen Probleme. Wird natürlich auch nur mit Wasser gekocht. Ne? Aber jeder hofft so ein bisschen, dass irgendein AI-Ding dann schon mal den großen Durchbruch bringen wird. Aber wenn man insgesamt irgendwo auf einem Level ist, wie wir im Jahre 2005 getestet hat und Software entwickelt hat, dann
dann würde ich den einen oder anderen Schritt zwischendurch noch machen, bevor ich zu AI gehe. Es braucht auch eine gewisse Reife, ne, und gewisse Struktur, die das auch tragen kann natürlich. Ne? Ja. Und eine gewisse Notwendigkeit. Ja. Ich meine, der Fairness halber ist schon anders, ja, wenn man SAP testet, als wenn man irgendwie, keine Ahnung, ich habe früher Java-Programme getestet. Ist schon ganz anders. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Und viele der Anregungen, die man hier auf den Konferenzen kriegt, sind ja eher für die Individualentwicklung oder Baukastensystem oder was auch immer, für die Entwicklung eben fokussiert, ja. Ne? Ja, ja. Das ist ja schon ganz anders. Ja. Ne? In dem Enterprise-Kontext denkst du ja auch beim Konfigurieren immer auf den, was ich bewirken will damit. Also es ist ein bisschen eine andere Denke, finde ich, auch in der Entwicklung. Also auch die ganze Entwicklung im SAP-Kontext ist ja konfigurativ. Ja. Also ist ja auch eine ganz andere Art und Weise zu entwickeln. Und ich glaube, die Denke ist da schon ein bisschen mehr, ich habe da was Vorhandenes und damit zauber ich was. Ja, so. Aber das ist manchmal wie beim Zauberlehrling, das geht dann nicht. Genau. Los. Genau, da kann einiges passieren, das wissen wir ja. Ja. Wie fangt ihr denn diese Konfigurationsänderungen, wie strukturiert testet ihr die denn? Also habt ihr da auch einen Mechanismus, du hast gesagt, da geht es auch immer viel um die Auswirkung, da zu verstehen oder irgendwo auch nachvollziehen zu können. Wie habt ihr da Prozesse, wie ihr da vorgeht? Mehr Ideen für Prozesse. Also die grundlegende Idee ist natürlich, dass man versucht, beim Refine der User Story das schon mit reinzupacken, dass es Teil der Akzeptanzkriterien wird. Da arbeiten wir noch dran. Also das klappt teilweise sehr gut. Bei einigen Bereichen ist es halt noch schwerer, weil die Denke eben neu ist, ungewohnt ist. Das muss man halt auch lernen dann. Ne? Aber ich meine, das klassische Beispiel von, keine Ahnung, vor ein paar Jahren wurde mal überall das dritte Geschlecht eingeführt. Aber dass man das hinterher auch beim Schreiben von Briefen verwenden konnte, wird halt vielleicht nicht getestet. Ja. Diese Art Denke, da sind die Enterprise-Leute eher drauf gepolt. Ne? Dass sie sagen, ich mache das ja, damit ich das auf dem Schreiben habe. Also teste ich natürlich das Schreiben. Ja. Und dass die User-Stories sehen deswegen auch anders aus. Es gibt auch immer noch die, schalt mal den Schalter auf das, ne? Die gibt es auch. Ja. Okay, die wollen wir eigentlich nicht haben. Ja. Aber es ist schon so, dass viele der User-Stories eigentlich diesen längeren Span beinhalten. Ja, Halt auch, ja. ne? Und da ist wirklich der große Unterschied. Und darauf basierend hast du dann eben noch deine Testfälle. Plus, wir haben von vornherein User-Story-unabhängige Prozesstestfälle. Tests überhaupt. Also, ne, was so im ernsthaft End-to-End-Prozesse. Ja, wirklich die Strecken, die schon gehen, auch immer getestet werden. Okay, ja. Weil man doch ein bisschen immer nicht wirklich den Impact ganz weiß und das muss man dann immer noch mal auf die Strecke bringen. Dann. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage, weil also in ähnlichen Kontexten, wo ich bin, wenn es so große Systeme gibt, die dann auch integriert werden, die dann auch eher so diesen Standardcharakter haben, das schwierig wird dann auch die Integration irgendwo, weil da oft in meiner Wahrnehmung häufig, da weiß man nicht, wer ist jetzt zuständig, ne? Jeder macht so seins und so. Wie habt ihr denn das gelöst, dass ihr so diese integrativen Tests da auch wirklich auch weiterentwickelt und vorwärts bringt? Tatsächlich anhand einer Prozessmodellierung. Also auch da, glücklicherweise muss ich sagen, ist in diesem Rahmen dieses Programms ist auch, haben die auf SAP gehört, haben gesagt, mach nicht einfach eine Migration aufs neue System, sondern überleg mal deine Prozesse neu. Ja. Und weil sie das tun, können wir jetzt die Prozessteile auch gut zusammenführen. Und auf die Art und Weise, keine Ahnung, ne, wenn irgendwie, bei uns ist ja viel mit Service Management von Gabelstaplern so, ne? Und die rufen immer eine bestimmte Funktionalität auf, die irgendwie letztendlich die alte Daten für dieses Typmodell irgendwie hat, so, ne? Ja. Das ist für die völlig normal, das haben die immer schon gemacht. So. Und das müssen sie jetzt in Prozesse malen. Das ist erstmal doof, aber dann kann man da relativ leicht Testfälle ableiten. Ja. Ne, dann, klar, ne, dann gibt es wieder die Diskussion, ob ich nur den Happy Path oder welche Varianten ich brauche, aber man kann sich daran festhangeln. Ja. Und in der idealen Weise auch dann anhand des Prozesses die Leute zusammenbringen halt. Ne? Das klappt gut. Ja. Das ist eine gute Idee gewesen. Verstehe. Jetzt ist gerade mit SAP, was mir da immer sofort aufploppt, wie eine rote Ampel, das ganze Thema Testdatenmanagement. Ja. Also du lachst. Das ist, also was ist euer Ansatz? Wie macht ihr das, damit ihr das gehandelt bekommt? Also es ist ja sogar bei uns noch schlimmer, weil wir ein neues System haben. Also die übliche SAP-Welt, das wird jeder kennen, der SAP macht man eine produktive Kopie irgendwie und hofft, dass da keine schlimmen Daten drin sind. Was bei uns tatsächlich der Fall ist, also wir haben ganz wenig personenbezogene Daten, nur die Businesspartner, die Menschen, mit denen man Geschäfte macht, die sind aber mittlerweile in einer separaten Datenbank, die könnte man leichter auch separat vielleicht anonymisieren. Außerdem sind die dann juristische Personen in der Regel, also
Das ist nicht ganz so kritisch, aber wir haben dafür ganz viele Intellectual Property. Wo unser Unternehmen von sich auch schon sagt, nix da, das guckt kein externer Tester drauf. So, okay, So. Und, aber in dem alten System hat man trotzdem irgendwie eine Kopie gemacht und dann eben die Tester entsprechend verdonnert, mit den Daten gut umzugehen, sage ich mal. Ne? Jetzt haben wir aber ein neues System und es gibt keine Daten. Das ist sehr schön. Also schafft eine deutliche Awareness und auch wieder eine erhöhte Zusammenarbeit. Da haben wir letztendlich Regeln vorgegeben. Wenn du Daten brauchst, sprich rechtzeitig mit deinem Provider. Ja. Und was wir vom Tester aus tatsächlich mit eingebracht haben in diese Prozessdiskussionen ist, an welcher Stelle kommen welche Daten in dein Spiel rein. Ne, dass wir sozusagen an den Prozess mentale Bubbles dran malen, welche Daten kommen hier zum ersten Mal rein. Ne? Also die Businesspartner brauche ich, ab der Schnittstelle sind die mit drin. Ja. Die, keine Ahnung, Materialien, um irgendwie was zu bauen, sind ab der Schnittstelle mit drin und so. Ne? Dass wir das versuchen, Transparenz darüber zu erhöhen. Wir haben natürlich ganz groß das Thema, diese Unterscheidung bei den Testdaten von so diesen mehr konfigurativen Daten, Basisdaten versus Transaktionsdaten. Die Basisdaten werden mitentwickelt im Rahmen des Projekts, also des Programms. Die Transaktionsdaten natürlich nicht. Aber bisher haben wir ein paar, tatsächlich ist das erste, wo wir ernsthaft in die Testautomation einsteigen. Ja. Also, aber wenn alles neu gemacht wird, ist das oft noch so unstabil, dass die Leute auch sehr zurückhaltend noch sind mit der Testautomation. Ja. Verständlich, also wenn du sowieso das ständig auch ändern müsstest. Ja. Aber um Testdaten zu machen, mach mir mal eben 20 Bestellungen in folgendem Format. Ja. Genau, das führt gleich zum nächsten Thema, weil es ist nämlich auch schon brennend in der Vorbereitung allerdings das Thema Testautomatisierung, vor allem auch im Hinblick, wie bindet ihr da die Tester ein oder was ist, wenn ihr es noch nicht macht, was ist so die Idee, wie es werden könnte? Also wir hatten da tatsächlich die Idee, dass wir also wir haben 2 Ebenen von Testautomatisierung. Einmal die Sachen, was wirklich entwickelt wird, da machen das die Entwickler. Die haben dann irgendwie Cypress oder irgendwie Unit-Tests, irgendwie Varianten, was auch immer, die machen ihren Kram. Aber auf dieser Prozessebene, da ist das ein bisschen schwieriger. Und da wurde noch vor meiner Zeit ein Tosca eingeführt, in der Hoffnung, dass man dort, ich sag mal, nicht ganz so technische Personen auch dazu kriegt, das zu automatisieren. Wäre vielleicht möglich, weiß ich nicht, aber wir haben keine freie Zeit dafür. Man muss sich dann doch einarbeiten. Es ist schon irgendwie ein Expertentool. Ja? Es ist vielleicht einfacher als, keine Ahnung, was wirklich per Hand zu programmieren. Ne? Aber es ist trotzdem irgendwie ein Expertentool. Es kann auch viel schief gehen beim ersten Versuch und beim 10. auch noch. Und das hat bei uns dazu geführt, dass es nicht wirklich angenommen wurde. Und wir denken jetzt gerade darüber nach, dass mit den Entwicklern, also ein Entwicklerteam quasi, also ein Automationsentwicklerteam aufzubauen, tatsächlich, wie man das irgendwie vor 15 Jahren gemacht hätte, um eine Startfinanzierung sozusagen zu machen. Also wenn wir eine gewisse Basis haben, hoffen wir, dass das mehr wird und dann die Leute auch lernen, in ihren Bereichen Menschen einzuarbeiten. Aber ohne irgendwie eine Erfolgsgeschichte. Das war toll, das hat uns was gebracht. Ich musste keine Bestellung mehr anlegen für den blöden Test. Oder keine Ahnung, da ist ein Regressionsfehler aufgefallen. Ne? Wir brauchen erstmal ein paar Erfolgsgeschichten, bevor das in die Breite geht. Und deswegen denken wir jetzt im Augenblick, wir machen jetzt erstmal ein zentrales Team, was verantwortlich ist für die Erfolgsgeschichten. Ja, sehr spannender Ansatz. Ne? Also es macht, glaube ich, auf jeden Fall Sinn, auch so zu denken. Ja. Und dann sehen die Tester dann auch vielleicht, dass es was bringt und dann will man sich auch ein bisschen damit vielleicht beschäftigen. Ne? Aber es ist ja immer der Zeitfaktor auch bei den Testern natürlich da. Ne? Ja. Und es ist auch ein bisschen die Frage der Tools. Ob das wirklich so klappt, mit dem das wirklich einfach zu bedienen ist. Wie gesagt, ist eigentlich nicht unsere Erfahrung, war aber eigentlich auch nicht zu erwarten, ehrlich gesagt. Also es wäre jetzt auch ein bisschen unfair, das so zu erwarten. Ja. Aber es gibt viele Teams, die dann lieber sagen, ich würde aber lieber so und so nehmen. Ja, und dann ist auch richtig in manchen Anwendungsfällen. Also ich bin gar nicht so zentralistisch da unterwegs. Aber wir haben eben dieses gemeinsame Biest, was eben über die Prozesse, die über mehrere Tools hinweggehen, gehen sollen. Und da habe ich keine Lust, irgendwie die ersten 3 Tests in Cypress, dann welche in Playwright und dann welche mit Tosca zu schreiben. Ne, mag sein, dass das verbindbar ist über ein drittes Tool, was irgendwie dann Provider macht. Weiß nicht, X-Ray kann, glaube ich, mittlerweile anstoßen. Ne? Nee. Ja, genau. Das Automatisierungstool, das die anderen Automatisierungstool orchestriert. Ne? Genau, das brauche ich nicht. Ja. Also aus der Sicht des
Da bin ich wieder beim Enterprise-Testen. Da braucht man einfach ein paar Dinge, die vielleicht nicht unbedingt zentral umgesetzt werden, aber zentral orchestriert oder angeleitet werden und zentral vorgegeben werden. Also tatsächlich habe ich mehr Governance-Aufgaben, als ich in kleineren Unternehmen oder kleineren Projekten einnehmen würde. Ja. Also meine Rolle tatsächlich ist ganz stark eben genau das zu tun, zu möglichst elegante, schmale, umsetzbare Governance-Regeln einzuführen. Ja. Was auch spannend ist. Also das ist für mich also eine erschütternde Erkenntnis gewesen. Wir haben also das X-Ray-Tool genutzt, um die Test-Coverage einzuführen. Was ja eben sagt, ein Testfall pro Story. Wo jeder Tester unter uns sagt, gleich die Stirn runzelt, ein Testfall, ja klar. Und was da drin steht und ob der gut ist, ist ja auch überhaupt keine Aussage darüber. Also eigentlich totaler Schwachsinn, wird aber vom Tool eben unterstützt und macht richtig schicke, managementfähige Grafiken. Ja. Und siehe da, damit kann ich unsere Management dazu kriegen, dass sie den Leuten mehr Zeit geben zum Testen. Ja, vielleicht werden es dann mehr Testfälle und bessere Testfälle. Das ist hoffentlich noch ein Schritt, der dann auch eintritt. Aber ich brauchte diese schrecklichen roten und blauen. Blau ist da immer so eine ganz schlimme Farbe, das heißt kein Testfall. Ja. Roten und blauen Balken auf diesen Charts, um Management-Attention zu kriegen. Ja. Und dann hilft sowas einfach auch. Ne? Das ist natürlich auch, gerade wenn es einfach ist. Ne? Genau, es ist einfach erklärbar und einfach änderbar auch. Man kann auch schnell Fortschritt sehen. Ne? Also auch wenn das ein schwieriger Fortschritt ist. Also wir hatten uns vorhin kurz über Metriken unterhalten. Ich mag die Metrik nicht. Die lenkt meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Aber wenn die wenigstens bewirkt, dass die Menschen mehr Zeit zum Testen kriegen, will ich zufrieden sein. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. Wenn du jetzt so aufs nächste Jahr schaust oder auf die nächsten 2-3 Jahre, was ist denn da so ein Hebel, wo du sagst, da willst du jetzt noch ran? Das ist so bei dir im Umfeld, im Enterprise-Testing, wo du sagst, da können wir noch was bewegen. Also Automation, genau das haben wir fürs nächste Jahr uns vorgenommen. Wo ich persönlich eine große Leidenschaft drin habe, ist, dass ich meinen lieben Kollegen das richtiges exploratives Testen beibringen möchte. Also da, glaube ich, haben wir sehr viel Potenzial bei diesen Menschen, die so sehr viel Erfahrung haben. Ja, da habe ich offene Türen eigentlich, die ich da einlaufe. Die müssen es eigentlich nur das bisschen Zeit sich nehmen, dass man das mal lernt, wie man das noch verbessern kann. Ne? Dass man irgendwelche Heuristiken hat zum Beispiel, die so einen Heuristiken-Cheat-Sheet hat oder irgendwie sowas in der Art. Das ist für mich so eigentlich nicht die nächsten paar Jahre, sondern nächstes Jahr auch ein Thema für die Leute, die das mit der Automation, das sind einfach andere Zielgruppen letztendlich. Aber das ist tatsächlich... Ergänzt sich ja auch. Ne? Also es ist so ist es ja immer schon gedacht gewesen, genau. Aber da wir noch nicht ganz so viel Automation haben, brauchen wir noch mehr als nur diese beiden Dinge. Aber ich glaube wirklich, dass man mit einem guten explorativen Test auch sehr weit kommt. Ja, also gerade in so einem Umfeld. Und ich glaube, das ist auch echt ein Unterschied im Enterprise-Test zu, ich sag mal, wenn ich alles selber programmiert habe, man hat da diese erfahrenen Nutzer. Ja. Ja, und die sind dabei. Ja. Also die sind vielleicht nicht direkt im Umsetzungsteam dabei, aber die kann man dann holen. Ja. Denen ist das total wichtig, dass das funktioniert. Ja, genau. Gute Motivation auch. Ne? Die müssen damit leben hinterher. Ne? So. Und die sind eigentlich sehr empfänglich und die haben eben wirklich Erfahrung. Und ich meine, da sind natürlich erfahrungsbasierte Techniken, bieten sich da ein bisschen an. Auf jeden Fall, ja, das ist eine schöne Aussicht. Da bin ich gespannt, was du dann in einem Jahr dazu sagst, wenn wir uns da wieder mal sehen. Genau. Ursula, ich danke dir schön, dass du hier warst im Podcast und mir einen Einblick in die Enterprise-Welt gegeben hast. Ich glaube, viele der Hörer und Hörerinnen kommen aus dem Umfeld, also werden sich da jetzt auch identifizieren können damit. Finde ich klasse, dass du uns da mal so einen Blick rein geöffnet hast und die Unterschiede mal ein bisschen rausgearbeitet hast, weil es ist nicht alles das kleine, agile Startup-Team, sondern in der Wirtschaft gibt es auch ganz andere Unternehmen, nämlich große, die mit großen Systemen arbeiten. Ich danke dir schön, dass du hier warst. Ich wünsche dir viel Spaß morgen bei deinem Vortrag und noch ganz viel Spaß auf der Konferenz. Ja, das wünsche ich dir auch. Danke.